Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, ein ganz besonderes Fahrerlebnis in diesem Renault 5. Wenn man dieses Auto sieht, mag man es nicht für möglich halten, dass die Form vor bereits 50 Jahren geschaffen wurde. Das Auto wurde präsentiert im Dezember 1971, Markteinführung 1972. Dieser entzückende kleine R5 mit einer relativ ungewöhnlichen Technik, mit einer sehr ungewöhnlichen Form damals. Zur Erinnerung, 1972, als dieses Auto eingeführt wurde, waren in Deutschland in der Fahrzeugklasse sowas wie ein Opel Kadett B Standard, ein NSU Prinz 1000 oder ein VW Käfer. Und ein Auto in der Klasse in so progressiver Form hat es aus Deutschland nicht gegeben. Ja, wo fangen wir an? Also das Auto, so progressiv es aussieht, es ist technisch sehr eng verwandt, respektive hat sehr enge Überschneidungen mit dem Renault 4, dem seligen R4, der ja 1961 als reines, nüchternes Nutzfahrzeug auf den Markt kam. Und hier ist es eben so, man hat eine sehr schicke, hochgradig moderne Form, aber die Technik vom R4 beibehalten. Und das Auto war aus dem Stand heraus ein riesen Verkaufserfolg. In 12 Jahren sind davon 5,3 Millionen Exemplare gebaut worden, wovon über 500.000 in Deutschland verkauft wurden. Und damit war das Auto zu seiner Zeit, in seiner Ära, das zweitmeistverkaufte Importauto in Deutschland. Ja, Problem ist natürlich, bei diesen Autos kann man sich vorstellen, das war ein echtes Billigauto, damals Einstandspreis 6.800 Mark bei Marktdebüt, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass diese Autos nicht besonders hochwertig verarbeitet waren. Klar gesagt, der Renault 5 gehörte zu den absoluten Schnellrostern damals. Das heißt, die erste Hauptuntersuchung, der erste sogenannte TÜV, geschah ja nach 2 Jahren, nicht wie heute nach 3 Jahren. Und es war durchaus üblich, dass diese Autos bereits bei der ersten Hauptuntersuchung korrosionsbedingt scheiterten. Das ging vom durchgegammelten Auspuff bis zu komplett korrodierten Kotflügeln und Radläufen und so weiter. Also das komplette Portfolio. Und deshalb ist es natürlich umso exotischer, dass ein Auto wie dieses aus dem Baujahr 1974 übrigens überlebt hat. Und das funktioniert natürlich nur, wenn es eine entsprechende Vita aufweist, gepflegt wurde. In diesem Fall ist das Auto von einer alten Dame gekauft worden, die das Auto bis vor ungefähr 10 Jahren gefahren hat, und zwar im Elsass, also in Frankreich, gleich hinter der deutschen Grenze. Und dann ist dieses Auto direkt in die Hand eines Renault-Sammlers geraten. Das Auto hat jetzt ungefähr 70.000 Kilometer gelaufen. Und das ist dann natürlich die Überlebensgarantie für ein Auto, das sonst nach 6 oder 7 oder spätestens 10 Jahren korrosionsbedingt entsorgt wurde. Unser Thema steht ja unter dem Motto Biedermann und Brandstifter. Das heißt, es geht um bürgerliche Basismodelle und deren fiese Verwandtschaft. Das heißt, die Extrem-Varianten, die der Hersteller daraus irgendwann gestrickt hat. Ich muss jetzt auch ein bisschen lauter sprechen, denn jetzt kommt der böse Bruder des kleinen Freundes ins Bild. Ja, hier haben wir ihn, den fiesen Bruder des kleinen Freundes, den Renault 5 Turbo. Marc Eberhard aus Bremen, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dieses tolle Auto mitgebracht haben. Ja, hier haben wir den R5 Turbo. Guckt genauso freundlich aus den identischen Scheinwerfern wie der kleine Freund, hat's aber faustdick hinter den Ohren, dicke Backen natürlich, extrem breite Reifen damals. Wir reden hier von einem Auto, Baujahr 81. Und insofern sind die 160 PS, die dieses Auto hat, gegenüber den 44 PS, den der kleine R5 hat, der ja schon bei 36 PS startete, das ist natürlich eine echte Kampfansage. Wir müssen uns von diesem Klischee distanzieren, dass heutige Autos, ein Golf GTI hat heute über 200 PS, weit über 200. 160 PS damals in so einem Auto, das war echt Porsche-Niveau.
Und das Interessante ist in dem Zusammenhang, dass dieses Auto auch so extrem teuer war. Das Auto hat damals 44.660 Mark gekostet bei der Markteinführung. Dafür hat man fast 5 Exemplare von dem kleinen Freund bekommen, von dem bürgerlichen R5 in Basisversion. Ein Porsche 911 war nicht mal 10% teurer und der Nobelrenner aus der edle Supersportwagen aus dem Renault-Programm, die Alpine A310 V6, war nicht mal so teuer wie dieser R5. Übrigens der erste Turbo-Benziner, den je ein französischer Hersteller gebaut hat. Das allererste Mal, dass eben ein Benzinmotor mit einem Turbolader versehen wurde. Ja, ich denke, man sieht das schon in der Vorderansicht, dieser ziemlich radikale Unterschied zwischen den Autos, die Breite, wie hoch diese Fahrzeuge stehen. Aber die wirklichen Unterschiede, die diese Autos ausmachen, die offenbaren sich natürlich weiter hinten. Insofern, als dass bei dem kleinen Freund, bei dem ursprünglichen R5, der Motor natürlich vorne ist. Das Auto hat Vorderradantrieb, so wie es sich gehört in dieser Klasse. Und bei dem R5 Turbo ist es völlig anders. Das Auto hat vorne ein bisschen Versorgungstechnik, ein Reserverad normalerweise. Aber der Motor ist vor der Hinterachse, also ein Mittelmotor für eine ideale Gewichtsverteilung. Das Auto hat natürlich auch Hinterradantrieb. Das heißt, hinterm Vorderwagen eine völlig andere Technik, ein komplett anderes Auto. Und das ist, denke ich, auch das Einmalige an dieser Kombination R5 und R5 Turbo. Es hat nie vorher ein Hersteller gewagt, sich so weit vom ursprünglichen Design und dem technischen Layout zu distanzieren, um so ein radikales Derivat auf die Räder zu stellen. Ja, bei geöffneter Heckklappe des Renault Turbo sieht man, was das Auto in sich hat. Das heißt, dort, wo beim normalen Renault 5 vielleicht die Kinder auf die Rückbank pinkeln oder die Hausfrau ihre Einkäufe verstaut, da sitzt hier keine Rückbank, sondern dieser zornige Motor mit 118 Kilowatt, 160 PS bei 6000 Umdrehungen. Das ist also wirklich ein zorniges Gerät. Damals, vor 40 Jahren, schon gut für Fahrleistungen wie beim echten Supersportwagen. Und hier ist wirklich alles der Fahrdynamik untergeordnet. Auch die Positionierung der Benzintanks, 93 Liter insgesamt, teilweise sogar unter den Vordersitzen untergebracht. Also das ist wirklich reine Renntechnik, die Renault hier in diesen ursprünglichen nüchternen Kleinwagen reingezaubert hat. Ja, so utopisch teuer dieser Renault 5 Turbo damals war, Geld verdient hat Renault damit sicherlich nicht, wodurch sich die Frage erschließt, warum dieses Auto überhaupt gebaut wurde. Und das würde ich gerne mal von Marc Eberhard, dem Eigentümer des Autos, wissen. Warum hat Renault dieses Auto überhaupt gebaut? Renault wollte damals in den Rallye-Sport einsteigen, wollte nach vorne kommen und gewinnen. Und hat deswegen eine Basis gesucht. Und da war der R5 das richtige Modell, weil es war, wie Sie vorhin schon sagten, sehr beliebt. Es wurde toll verkauft, es war in aller Munde. Und Renault hat gesagt, wenn wir jetzt noch ein Motorsportkonzept rein haben, dann kommen wir richtig weit nach vorne. Und dieses Motorsportkonzept konnte nur umgesetzt werden mit diesem radikalen Mittelmotor. Das heißt, mit der äußeren Gestalt, mit demselben Gesicht, aber ansonsten ein reines Renngerät. Renault hatte einen großen Erfolg mit dem R5 und wollte diesen in den Motorsport übertragen. Und die Möglichkeit dazu bestand eigentlich nur darin, einen radikalen, damals sehr beliebten Rallye-Sport, ein radikales Auto dazu zu bauen. Und das ging nur über den Umbau mit dem Heckantrieb. Und es wurde auch, einige Erfolge wurden damit gefeiert. Ja, und Vierzylinder Mittelmotor mit Turbolader, das ist ja auch das Konzept, das mit dem Renault 1978 in die Formel 1 eingestiegen war, damals die Zukunftstechnik in der Formel 1 und ja auch als erste Marke einen Formel 1 Sieg mit einem Turbomotor eingefahren hat. Und da eignete sich natürlich dieses radikale Straßengerät auch perfekt dazu, diese Technik zu promoten. Ja, die Paarung R5 Turbo, wirklich geschichtlich eine tolle Sache. Herr Eberhard, vielen herzlichen Dank, dass Sie dieses Auto mitgebracht haben. Wirklich absoluten Respekt. Nach wie vor ein echtes Traumauto, was sich ja auch in den Preisen widerspiegelt. Du findest das Thema spannend? Biedermann und Brandstifter, die ungleichen Brüderpaare von brav zu wild. Wir haben weitere bei der Bremen Classic Motor Show vom 3. bis 5. Februar in der Messe Bremen.